Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Häkeln lernen mit Myri. Mein Name ist Myriel und mein Anspruch ist es, auf diesem Kanal häkeln zu lernen. Also wenn du Bock hast, gemeinsam mit mir häkeln zu lernen, dann bleib jetzt dran. Dieses hier ist mein allererstes Video. Ich weiß, das bockt immer keinen und deswegen sind hier auch Fehler erlaubt, aber so ist es ja beim Lernen. Man lernt durch Fehler. Heute möchte ich ein X-Twist Stirnband häkeln. Ein wirklich anfängerfreundliches Projekt. Du darfst natürlich, wenn du mit mir häkeln lernen möchtest, gerne diesen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Außerdem freue ich mich immer darüber, wenn du Fragen hast, dass du diese in den Kommentaren dalässt. Wenn du Anregungen hast, schreib es einfach in die Kommentare oder wenn du auch etwas zum Verbessern findest, ich freue mich über deine Tipps. Ansonsten like auch gerne dieses Video. Bevor wir aber in das Video reinstarten, hier noch eine Anmerkung. Ich werde dieses Video mit Kapiteln versehen. Diese werden dir ermöglichen, immer wieder zu dem Punkt zurückzuspringen, an dem du dir das Video nochmal angucken möchtest oder Stellen zu überspringen, die du schon gesehen hast. Außerdem kann ich dir den Tipp dalassen, dass du das Video schneller oder langsamer abspielen kannst. Hierzu kannst du einfach das Rädchen rechts oben im Bildschirm betätigen, auf Geschwindigkeit gehen und dir eine Geschwindigkeit von 0,5 bis 2,0 auswählen. Somit wird das Video schneller oder langsamer abgespielt. Sollte Deutsch nicht deine Muttersprache sein, werde ich dieses Video in den Untertiteln auch auf andere Sprachen wie zum Beispiel Spanisch, Französisch oder Italienisch übersetzen. Möchtest du also dieses Video in einer anderen Sprache lesen können, gehe gerne in die Einstellungen auf die Kategorie Untertitel und schau, ob deine Sprache, die du ein wenig besser verstehst als Deutsch, dabei ist. Um dich auf das Anfängerprojekt des Häkelns dieses Stirnbands vorzubereiten, müssen wir erst einmal schauen, was wir dafür alles benötigen. In diesem Fall benötigen wir ganz klar eine Schere, Wolle, eine Häkelnadel und eine Stopfnadel, um das Projekt anschließend zusammenzunähen. Bei der Wolle habe ich eine Wolle mit einem Wollanteil von 25% auf einem Acrylanteil zu 75% verwendet. Bei der Häkelnadel habe ich eine Nadel mit der Stärke 7 verwendet. Alle anderen Informationen werde ich in die Informationsbox schreiben. Zuallererst starten wir mit einem Anfangsknoten. Ich mache mit der Wolle eine Schlaufe, dabei liegt der Arbeitsfaden unten. Ich halte die Kreuzstelle mit den Fingern fest, greife durch die Schlaufe und ziehe den Arbeitsfaden durch. So entsteht ein Gleitknoten. Jetzt ziehe ich den Knoten enger. Ich nehme mir die Häkelnadel zur Hand und starte mit den Luftmaschen. Hier eine genauere Beschreibung des Vorgangs. Ich halte meine Häkelnadel in meiner linken Hand. Der Gleitknoten liegt auf der Nadel. Mit der rechten Hand führe ich den Arbeitsfaden hinter der Nadel entlang. Also ich halte ihn quasi fest mit der rechten Hand und hole ihn mit der Nadel durch die Schlaufe. So entsteht eine Luftmasche. Dieser Schritt wird wiederholt, solange bis ich die gewünschte Anzahl der Luftmaschen habe. In meinem Fall sind es 50 Luftmaschen plus eine weitere Luftmasche, die ich als Wendemasche verwende. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie ich das Ganze abmesse. Hier arbeite ich nicht mit einem Maßband, das kannst du aber auch tun, wenn du das lieber möchtest. Ich nehme mir von Zeit zu Zeit die Wendemaschen und halte sie um meinen Kopf, denn es wird ja ein Stirnband. Indem ich von Zeit zu Zeit die gehäkelten Luftmaschen um meinen Kopf halte, kann ich hier den Umfang meines Stirnbandes ermitteln. Wichtig ist in diesem Fall, dass die Luftmaschen sehr eng am Kopf anliegen, schon unter Spannung sind gewissermaßen, denn ich verwende ja in diesem Fall eine Wolle mit einem großen Acrylanteil, welches dafür sorgt, dass das gehäkelte Stück später auch sehr elastig wird. Die Luftmaschenreihe ist geschafft, sehr gut. Und bevor es zur zweiten Reihe geht, schreibe ich mir bei solch einem Projekt immer auf, wie viele Luftmaschen plus die eine Wendemasche ich gerade gehäkelt habe. Wir starten nun in die zweite Reihe und du erinnerst dich, wir haben ja eine Wendemasche oder eine Wendeluftmasche gehäkelt. Das heißt,
Wir lassen jetzt genau diese eine Masche aus und stechen quasi in die zweite Luftmasche ein, um jetzt eine Reihe voller halber Stäbchen zu häkeln. Aber wie geht das genau? Wir gehen also jetzt folgendermaßen vor. Du schlägst den Faden einmal um die Nadel, dann stichst du in das hintere Maschenglied der nächsten Masche ein und holst dir den Faden durch diese Masche hindurch. Jetzt liegen 3 Schlingen auf der Nadel. Ich hole den Faden noch einmal und ziehe nun den Faden durch alle 3 Schlingen. Das ist ein halbes Stäbchen. Sollte dich mein Voice-Over an dieser Stelle verwirren, kannst du gerne über das Rädchen, also entweder rechts oben oder rechts unten in deinem Bildschirm, auf die Einstellungen gehen und dir das Video schneller oder langsamer stellen, damit du es besser ansehen kannst. Glückwunsch, du hast jetzt deine erste Reihe mit den halben Stäbchen beendet. In meinem Fall schreibe ich das wieder auf, damit es am Ende zu keinen Verwirrungen kommt. Denk daran, wir hatten am Anfang besprochen, eine Wendemasche, also eine Wendeluftmasche zu schlagen. Die schlage ich hier, dann drehe ich meine Reihe einmal um und beginne vom Neuen. Ich überspringe meine Luftmasche, die ich gerade gehäkelt habe, und steche meine Häkelnadel in die Hinterseite meiner ersten Stäbchenmasche ein. So verfahre ich bis zum Ende meiner Reihe. Und so schnell bist du auch schon mit deiner zweiten Reihe fertig. Super! Auch hier notiere ich mir wieder mein Ergebnis, bevor ich das Buch wieder weglege. Jetzt wird's Routine. Das heißt, du häkelst so lange Reihen, bis für dich dein Stirnband breit genug ist. Da das jetzt ein bisschen langweilig ist, kannst du gerne bis zum nächsten Kapitel springen. Ansonsten darfst du dieses Video auch gerne dazu nutzen, um dir anzuschauen, wie ich mein Projekt häkel, wenn du gerade ganz am Anfang bist und du, wie ich, auch besser durch Schauen als durch Hören lernst.
stark. Jetzt sind wir schon bei der 4. Reihe und das Projekt nimmt langsam Form an. Und ich nutze an dieser Stelle einfach mal die Gelegenheit, um etwas über die Vision dieses Kanals zu erzählen. Warum mache ich das hier eigentlich? Ja, Sinn und Zweck davon ist, dass ich mir in der Vergangenheit viele Häkel-Tutorials angeschaut habe, weil ich ein sehr starker visueller Lerner bin oder eine Lernerin. Und ich mich dann ganz oft darin wiedergefunden habe, dass ich auf einmal russische Tutorials angeschaut habe oder portugiesische Tutorials oder spanische, wenn ich Glück hatte, sogar noch englische. Und ich weiß, dass es genau dieses Stirnband noch und nöcher auf YouTube zu finden gibt als Tutorial. Aber Sinn und Zweck dieses Kanals soll es ja sein, gemeinsam zu lernen. Das heißt, in den Anfängen mit was Einfachen anzufangen und dann sich langsam zu anspruchsvolleren Projekten hinzuarbeiten, wie zum Beispiel dann eine Mütze, ein Pulli, ein Cardigan, was mir auch immer vor die Füße fällt und das hier über diesen Kanal zu begleiten. Und ja, deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mich dabei begleitest auf dieser Lernreise, dass wir zusammen lernen, dass wir uns in den Kommentaren austauschen und uns gegenseitig erzählen, was wir brauchen, um noch besser ins Häkeln reinzukommen, um noch mehr darüber zu lernen. Und ja, Häkeln ist für mich auch eine wahnsinnig mediative Sache. Zum einen erfordert es natürlich Konzentration, weil man muss sich im Vorfeld überlegen, was häkel ich, wie häkel ich das, wie setze ich das Ganze um. Aber zum anderen, wenn man da mal drin ist, im Flow ist, dann ist es sehr mediativ, sehr beruhigend. Und was gibt es dann Schöneres als einen YouTube-Kanal darüber? Schreib du mir gerne mal in die Kommentare, was Häkeln für dich ist. Nachdem ich die 6. Reihe fertig gehäkelt habe, ist für mich das Stirnband jetzt bereit genug. Das heißt, es geht jetzt ums Vernähen. Und wie man den typischen X-Twist oder diesen Turban-Effekt gleich herstellen kann, das zeige ich euch. Als erstes nimm dir aber eine Schere zur Hand und schneide den Faden einmal ab, ruhig mit ein wenig Länge, ruhig auch länger als ich hier, und dann ziehst du das Ende durch die Schlaufe und ziehst die Schlaufe fest. Jetzt hast du erst einmal ein Band. Hier kannst du auch schon sehen, wie sehr sich der Acrylanteil in der Wolle auf die Elastizität des Stirnbands auswirkt. Ich messe hier einmal mein Stirnband ab, das musst du nicht machen, das mache ich hier nur einmal pro forma. Und falls es dich interessiert, mein Stirnband ist 46 cm in der Länge und 9 cm in der Breite. Du kannst natürlich die Länge und die Breite deines Stirnbands individuell an deinen Kopf anpassen und für dich gestalten. Als nächstes schneidest du dir ein Stück Wolle von deiner Arbeitswolle ab und fädelst diese auf deine Stopfnadel auf. Die Länge des Fadens sollte etwas mehr als doppelt so breit wie dein Stirnband sein. Dann nimmst du dir dein Stirnband zur Hand und bevor wir anfangen zu nähen, zeige ich dir einmal, wie du die Enden ineinander legst. Nimm dir nun das erste Ende und falte es in der Mitte nach innen. Jetzt nimmst du dir das zweite Ende und faltest dies ebenso in der Mitte nach innen.
Jetzt entstehen quasi zwei sehr enge Cs und die legst du ineinander. Also beide Öffnungen zeigen zueinander und verschieben sich quasi ineinander. Nun nimmst du dir deinen Faden und deine Nadel und stichst deine Nadel durch alle 4 Lagen hindurch und machst hier 4 bis ca. 6 Stiche vom ersten bis zum zweiten Ende und wieder zurück. Wenn du fertig bist mit dem Vernähen, drehe dein Stirnband um das Endergebnis zu kontrollieren. Wenn du jetzt zufrieden bist, dann drehe das Stirnband wieder, um die übrig gebliebenen Fäden miteinander zu verknoten und noch einmal zu vernähen, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Du hast dein erstes Häkelprojekt ganz alleine geschafft. Sehr gut. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß damit, das an kalten Wintertagen zu tragen. Und dann freue ich mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal dabei bist und mit mir zusammen häkeln lernst.